Welcome to the Harz, one of Germany's favorite getaway spots, known for half-timbered towns, palaces, castles, and plenty of myths. And of course, stunning nature and rich forests. Actually, but look at this. Man, that's rough. In recent years, the forests here have suffered greatly, with many trees dying due to climate change, drought and pests, such as bark beetles. But tourists still flock to the Harz. I will show you what you can see here, plus some really smart ideas to save the forest. We start our journey in the town of Wernigerode. It's known for its castle on the mountain, its historic town hall, and the old town with its many colorful half-timbered houses. Wernigerode is also called the colorful town in the Harz. The forest dieback hasn't seemed to dissuade tourists from visiting. Witches are popular souvenirs here. According to legend, they meet in the Harz mountains to dance. Wernigerode is a good starting point for exploring the Harz Mountains. This low mountain range is located between Hanover and Berlin. Other well-known towns besides Wernigerode include Goslar and Nordhausen. The national park covers about 10% of the Harz region and has massively been affected by forest dieback. In the middle of the park is the Brocken Mountain, which we will visit. The historic steam locomotives are a tourist attraction in the Harz Mountains. You shouldn't miss them. This is the narrow gauge railway. It goes up to the highest peak here in the Harz, the Brocken, right in the national park. Let's go. A trip on this steam-powered train is quite an experience. It's not exactly cheap. A round-trip ticket costs 43 euros. And tickets can sell out quickly in peak season, so buy them online in advance. The trip up to the summit of the Brocken takes just under 2 hours. So there's plenty of time for me to tell you some facts. Here's a crash course on the Harz Mountains. The Harz Mountains are a hiker's paradise, known for their dense, dark, almost fairy tale-like spruce forests. Maybe that's why so many legends are set here. One takes place on this mountain plateau. Witches are said to meet with the devil here, which is why the place is also called Hexentanzplatz, or Witches' Dancing Area. You can hike up or take the cable car. The Rappbode Dam is the place to be for all adrenaline junkies. Attractions include the 483-meter-long suspension bridge and the mega zip line. Goslar, a medieval gem, is one of the most beautiful towns in the Harz Mountains. Its old town is a UNESCO World Heritage Site. The Rammelsberg mine is another UNESCO site. Ore and silver were mined in the Harz Mountains as early as 1,000 years ago. This required an enormous amount of wood. Beech, lime and oak trees were cut down and replaced by fast-growing spruce trees. So, the mystical spruce forests are in fact a centuries-old monoculture that has now become the Harz Mountains' undoing. The train has now covered a considerable distance. At first, it passed through lush green forests. But the higher we climb, the more eerie it becomes. We're basically passing through a dead landscape. Sometimes it looks like in an apocalyptic movie. The dead forest is also called the Silver Forest. There are a few green trees here and there, but the extent of the forest dieback is truly frightening. The summit is coming into view. We'll be there soon. On the summit of the Brocken, there is a weather station, a radio and television transmission tower, but there's also a hotel, a restaurant, and of course, the summit stone. Anyone who has biked or hiked for 2 or 3 hours to get here has earned a photo to commemorate their achievement. But does that also apply to those who have traveled here by train? I'd say taking a picture at the summit is a must, regardless.
The Harz Mountains aren't very high, just a low mountain range, but the weather here can be wild. The Brocken is known for strong winds and storms. Due to the harsh climate, the tree line up here is at 1,100 meters, which means the Brocken's bare summit is not the result of forest dieback. I'm meeting Roland Pietsch, director of the Harz National Park. Der Wald hier wirkt auf mich zumindest in großen Teilen irgendwie abgestorben, tot. Als ich hier hochgekommen bin, war das zum Teil erschreckend. Woran liegt das? Was sind da die Ursachen? Ja, also er wirkt natürlich tot. Ich würde auch sagen surreal. Man kann sogar sagen apokalyptisch zum Teil. Aber ich würde ihn nicht als tot bezeichnen. Was abgestorben sind, sind die Fichten. Und das sind vor allen Dingen die Fichten, die der Mensch seit Jahrhunderten hier angepflanzt sind, die aber nicht hierhin gehören. Denn die Fichte ist eine Baumart, die sehr viel Wasser braucht, sehr flache Wurzeln hat. Und wenn wir halt diese Trockenheiten der letzten Jahre haben, diese lang anhaltenden Hitzeperioden, bekommt die kein Wasser. Das heißt, sie vertrocknet oder ihre Schädlinge, zum Beispiel der Borkenkäfer, hat leichtes Spiel. Roland tells me millions of spruce trees have died, about 80% of all trees in the national park. A disaster. But there's hope. A new natural mixed forest is growing among the dead wood. Humans are intervening as little as possible. After all, that's the purpose of a national park, to let nature do its thing. Inwieweit glauben Sie denn, dass der Wald sich komplett selbst heilen kann? Ja, ich glaube 100% daran, das sehen wir ja auch schon, weil wir haben natürlich die Klimakrise, wir haben diese trockenen, heißen Sommer, aber es ist nicht so, dass unsere Baumarten, die hier heimisch sind, da keine Mechanismen für haben. Die Baumartenzusammensetzung wird sich ändern, auch die Wachstumsgeschwindigkeit, vielleicht auch die Dichte der Wälder wird sich sicher ändern auf lange Frist, aber die allermeisten Baumarten, die hier natürlicherweise vorkommen, werden eine Strategie finden und sind hier auch zu finden und wachsen hier auch. Inwieweit ist der Harz vielleicht eine Modellregion, wo sich andere auch was abschauen könnten? Also wir haben tatsächlich das Selbstverständnis einer Modellregion. Wir haben tatsächlich auch Modellprojekte, die wir hier avisiert haben in verschiedenen Bereichen, im nachhaltigen Tourismus, in der nachhaltigen Forstwirtschaft, Mobilität. Das heißt, wir verstehen uns als Modellregion, weil der Harz die erste Region ist, wo das in dieser Größenordnung aufgetreten ist seit 2018. Ja. Und was sagen Sie den Touristen, die hier hochkommen, so wie ich, und denken, boah, was ist denn hier los? Das ist ja alles tot. Was geben Sie denen mit auf den Weg? Der Harz wird ein touristisches Alleinstellungsmerkmal haben und das hat er inzwischen. Ne? Wir haben diese wahnsinnige Wechselwirkung, diese Szenerie von diesen apokalyptischen Beständen, die wir noch haben und darunter blüht und grünt es wie verrückt. Also ist immer die Frage, kommen die Leute trotzdem oder kommen die deswegen? I ask some tourists. Ich kenne den Harz ja nun schon von der Kindheit an. Ja? Und es gab Zeiten hier, da war der Wald noch grün. Ich finde das ein bisschen schade. Durch den Borkenkäfer ist es, glaube ich, entstanden, dass es hier der Wald zerstört wurde. Aber es kommen ja hier auch schon an manchen Stellen schon wieder neue Mischwälder hervor. Ist auch mal krass, das selber hier zu erleben. Man hat es meistens nur aus dem Fernsehen oder aus Medien, Bildern gesehen. Vor 3 Jahren fand ich es auch noch bedeutend schlimmer. Würden Sie sagen, es ist besser geworden? Man sieht wieder frisches Grün. Ja, und da hatte ich nicht mit gerechnet. While you're up here, you should also visit the Brockenhaus Museum, which tells the story of the division of Germany, among other things. GDR border guards were stationed on the Brocken because the border separating East and West Germany ran below the summit. The Brocken had been a restricted military area since 1961 and was closed to visitors. The Stasi hid a radio monitoring station under this dome. It had a range of more than 500 kilometers, reaching as far as the US base in Ramstein in West Germany. Fortunately, the Cold War has been over for 34 years. You also have a great view from the Brockenhaus. That's it for me up here. We'll continue down in the valley. I have an appointment with a ranger from the national park. Lukas Stege, Tag. Robby Meissner, hallo, freut mich. Robby has been working with the National Park team for more than 30 years. He offers regular guided tours through the old and new forests. You can join one of these tours. They are full of surprises. I expected to see endless rows of dead trees, but instead I found meadows full of colorful flowers. Beim Fingerhut auch sehr interessant. Das ist eine zweijährige Pflanze, die blüht also erst im 2. Jahr. Ne, aber da wundert man sich, ja, wo kommen die her? Die pflanzt ja keiner. Die sind also als Samen schon im Boden
Und wenn die Bedingungen dann da sind, wenn Licht kommt, wenn Niederschlag kommt, dann... Sie hat nur darauf gewartet. Die hatten nur drauf gewartet, genau. In addition to colorful meadows, there's lots of dead wood, so-called tree corpses. Robby, hier sind ja schon echt viele Bäume tot und teilweise umgestürzt. Warum wird das nicht weggeräumt? Natürlich ist das erstmal ungewohnt, aber diese umgestürzten Bäume haben ja mehrere Funktionen. Es sind ja Nährstoffe, die im Wald bleiben, die ja dann wieder, sage ich mal, für den Waldaufbau genutzt werden. Es ist ein Sonnenschutz, es ist Windschutz und es ist natürlich auch Zaun. Wenn ihr euch vorstellt, dass abends der Hirsch hier langläuft und die jungen Bäume abfressen will, kommt er auch bloß nicht durch, ne? It takes years for a dead tree to decompose completely. Until then, it's a perfect breeding ground for new life. Also hier haben wir wirklich so ein Holzstück ist das ja mittlerweile, ne, wo also hier das Moos und auch hier die Flechten, die also hier schon hochkommen, die Pilze haben das Holz zersetzt, die Feuchtigkeit hält sich und die kleinen Bäumchen, die wir hier sehen, also hier in dem Falle die Fichte, hier daneben kommt auch schon eine Eberesche. Also ein Baum auf dem Baum. Genau, ein Baum auf dem Baum. It is still too early to say whether and when a large dense forest will grow around the Brocken again, but there are already many new tree species. Hier haben wir zum Beispiel die Weide, hier haben wir die Birke, Holunder, ne, mit diesen kleinen roten Beeren. Alles bunt gemischt? Eberesche. Ja, also die Natur hat ja verschiedenste Möglichkeiten. Was zum Beispiel, wo ich sehr erstaunt war, was zum Beispiel sehr schnell kam, war die Pappel. Ja, also Pappel hat ja ganz leichte Samen, die können kilometerweit fliegen. Die Eberesche, da gibt es so einen schönen Begriff, Vogelschissvermehrung. Woran liegt das wohl? Ja, genau. Also die Vögel müssen diese Beeren erst fressen, die müssen durch den Magen des Vogels und dann, wenn sie wieder ausscheiden, dann könnte unter Umständen dann ein neuer Baum wachsen. Wie schnell ging das Ganze, bis es jetzt hier grün ist? Das ist ja schon Ja, 2 Meter, 3 Meter. Das sind jetzt gerade mal erst so 3-4 Jahre. Hier ist sogar eine Eiche. Ja, diese Bäume, die also größere und schwerere Samen haben, die kommen natürlich ein bisschen später. Hat der Mensch hier mitgeholfen? Zumindest an der Stelle jetzt nicht. Nee, an der Stelle nicht. Na, also wir haben natürlich auch Bereiche, wo gepflanzt wird, vor allen Dingen Buche, weil potenziell ist also dieser Bereich durchaus Buchenwaldbereich. Na, aber am genialsten macht es immer die Natur, weil die durch Versuch und Irrtum entscheidet, was wächst und was nicht wächst. Das ist ja gar nicht so ein kleines Ding. Robby, du arbeitest ja auch schon länger hier im Nationalpark. Das heißt, die Flächen hier unten, die kennst du alle sattgrün. Wie war das für dich, als sich das verändert hat? Als es, ich sag mal so, plötzlich grau geworden ist? Wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, es war natürlich schon eine kurze Zeit, wo man schluckt. Aber es ist jetzt natürlich auch wieder zu sehen, dass der neue Bestand, der neue Wald und auch selbst in der großen Übersicht sieht man, wie mehr und mehr die Laubbäume das Zepter übernehmen. Und auch schön zu sehen, wie diese Prozesse, die die Natur seit Jahrtausenden, Jahrmillionen kennt und macht, wie diese Prozesse wieder, diese uralten Prozesse wieder loslaufen, ist schon faszinierend. Our last stop is the Ilse Valley, where centuries-old beech trees still stand. This is what the forests in the Harz Mountains looked like before they fell victim to the mining industry. Maybe one day they will look like this again. A hiking trail follows the Ilse River, which is steeped in legend. Long ago, a beautiful princess named Ilse fell deeply in love with a knight. But a jealous witch destroyed their castle. Since then, the river has borne the princess's name, and its waters still flow around the ruins of the lovers' lost home. The Harz is worth a trip, not despite, but because of the changes you can see here right up close. The forest in the Harz Mountains appears to be recovering. However, what happens in the coming decades will also depend on how severe the effects of climate change will be. And what about where you live? Are there any places facing climate change that are trying to reinvent themselves? Let me know and drop it in the comments.